Hallo Leute, im heutigen Video geht es um ein Thema, was wir jetzt schon öfters behandelt haben und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir dieses Thema nicht mehr anschlagen müssen, aber wir müssen das Thema Arduino Nano leider nochmal abhandeln und zwar dieses Mal ein letztes Mal, beziehungsweise es wird ein zweiteiliges Video, dann aber sollte eigentlich alles geklärt sein, warum und wieso dieser Arduino Nano die ganze Zeit jetzt in letzter Zeit Probleme gemacht hat bei vielen Leuten und nicht mehr funktioniert hat. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt mal auf den Bildschirm und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, auf dem Bildschirm angekommen bin ich schon auf den Drucker aufgeschaltet und wir begeben uns direkt in Kia U, um zu sehen, was nun Masse ist und was wir brauchen. So, in Kia U angekommen, wie immer geht es dann auf 4 und dann gehen wir jetzt auf 2, damit wir halt nur sehen, was eingestellt werden muss. Denn es gibt hier für den Arduino Nano ein neues Feature, was ich nach ein paar Absprachen im Discord mit den netten Jungs von Clipper dann hinzugefügt bekommen habe. Und zwar gibt es hier jetzt das gleiche Menü, was es bei dem Atmega 168 gibt oder 168 gibt, nämlich man kann die Größe der Flash-Datei reduzieren. Und wenn man hier jetzt drauf geht, kann man gewisse Sachen abwählen. Ich zum Beispiel wähle bei meinem einen, der halt nicht so ist, wie er sein soll. Das erkläre ich aber gleich noch, was das Ganze bedeutet. Wähle ich dann immer das LCD-Display ab. Das reicht schon, damit die Flash-Datei wieder ohne Probleme in den Nano reinpasst. Und in dem Moment ist auch alles in Ordnung. Ja, zur Erklärung, was jetzt hier überhaupt los ist. Die ganzen älteren Nanos wurden mit einem falschen Bootloader geflasht. Beziehungsweise es gab einen Fehler im Bootloader, habe ich auch über den Discord rausgefunden, der dazu führt, dass gewisse Größenverhältnisse im Chip falsch vergeben wurden. Und deswegen ist der Flash-Bereich, der dafür da ist, um im Prinzip die Firmware aufzunehmen, falsch bemessen durch die falschen Daten im Bootloader. Was aber bedeutet, dass wir im Moment unsere normale Clipper-Flash-Datei auf die älteren Nanos nicht mehr drauf bekommen. Bei den neuen sollte normalerweise dieser Fehler behoben sein. Ich werde noch ein zweites Video dazu machen, was dann beschreibt, wie wir den Bootloader neu brennen können mit der alten Arduino IDE, um eben den sauberen Bootloader vom Arduino Uno dort drauf zu bekommen und dadurch auch die richtigen Größenverhältnisse im Chip zu haben, damit diese Probleme nicht mehr auftauchen und man auch ganz normal, wie auf dem Bildschirm zu sehen, alles flashen kann. Ja, das war es eigentlich dann auch schon in diesem Video hierzu. Dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.